Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge zum Thema Narzissmus und Bindungsstile. Dieses Thema haben sich mehrere von euch gewünscht und ihr werdet am Ende eure unterschiedlichen Erfahrungen mit Narzissten und Narzisstinnen noch viel besser verstehen. Manche Narzissten wirken so anders, dass man denkt, das kann doch gar kein Narzisst sein, das habe ich doch ganz anders erfahren. Und das liegt am unterschiedlichen Bindungsstil. Die Bindungstypen gehen auf die Bindungstheorie zurück. John Bowlby und Mary Ainsworth waren die Vorreiter an der Bindungsforschung. Sie haben herausgefunden, dass Menschen ein angeborenes Bedürfnis nach sicheren Bindungen haben. Das Bindungssystem eines Kindes wird aktiviert, wenn es Nähe und Sicherheit benötigt, und es steuert sein Verhalten, um die Bezugsperson auf sich aufmerksam zu machen. In der frühen Kindheit entwickeln sich verschiedene Bindungsstile, je nachdem, wie sicher die Bezugspersonen waren. Diese prägenden Bindungserfahrungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Es gibt 4 verschiedene Bindungstypen hauptsächlich. Die erste ist die sichere Bindung. Kinder haben Vertrauen in ihre Bezugsperson und haben sie als sicheren Hafen und können von dort aus die Welt erkunden. Man könnte da sagen, sie konnten sichere Wurzeln und Flügel entwickeln. Der zweite Bindungstyp ist die unsicher ambivalente Bindung oder auch verlustängstliche Bindung. Diese Kinder suchen Nähe, können aber auch Ablehnung zeigen. Sie reagieren emotional gestresst, wenn die Bezugsperson nicht in Sichtweite ist, doch bei Rückkehr reagieren sie meist mit Protest statt mit Beruhigung. Der dritte Bindungsstil ist der unsicher vermeidende. Diese Kinder zeigen wenig Nähe und auch kaum eine Stressreaktion bei Trennung. Kehrt die Bezugsperson zurück, hat sie den Eindruck, dass das Kind nicht sonderlich vom Fernbleiben irritiert ist. Das täuscht aber, diese Kinder haben einen genauso hohen Stresspegel wie die unsicher Ambivalenten. Der 4. Bindungsstil ist der unsicherste. Es ist der unsicher Desorganisierte. Diese Kinder zeigen widersprüchliches Verhalten, oft aufgrund traumatischer Erfahrungen. Es gab krasse Gegensätze zwischen Zuwendung und Vernachlässigung. Beim unsicher vermeidenden Bindungstyp haben sich die Eltern oft kühl und distanziert verhalten und vom Kind verlangt, dass es schon für sich selber sorgt, nicht viele Gefühle zeigt, kaum Bedürfnisse anmeldet und sehr pflegeleicht ist. Der unsicher ambivalente Bindungstyp hat sehr inkonsistente Zuwendung durch Bezugspersonen erlebt. Auch hier können Traumata vorliegen, vor allen Dingen Erfahrungen früher Verlassenheit. Deswegen empfinden diese Menschen ein Leben lang ausgeprägte Verlustangst. Beim unsicher vermeidenden Bindungstyp ist diese Verlustangst ebenfalls im Kern vorhanden, wird aber durch abweisendes Verhalten abgewehrt. Das sind die klassischen Bindungsängstler, die mit Nähe, Schmerz und Ablehnung verknüpfen und sich darum verhärtet haben. Dass sich dieser Bindungsstil mit Ablehnung schützt, kann auch mit Grenzüberschreitungen und Missbrauch in der Kindheit zusammenhängen, sowie auch mit Vereinnahmung durch die Mutter. Der Narzisst mit dem ablehnend vermeidenden Bindungsstil hat eine besonders ausgeprägte Reaktion darauf, dass er sich von der Mutter nicht separieren durfte. Er hat dazu eine ablehnende Grundhaltung entwickelt. Der häufigste Bindungsstil bei narzisstisch gestörten Menschen ist tatsächlich der unsicher vermeidende. In der Anfangsphase suchen solche Menschen Nähe, werden aber dann diese Nähe wieder deaktivieren und durch ein besonders ablehnendes oder kaltes Verhalten diese große Nähe wieder ausgleichen. Deswegen haben wir hier ein Hot and Cold. Nähe und Intimität löst die Bindungsangst aus. Am Anfang steht die Sehnsucht, wird die Sehnsucht erfüllt, schaltet sofort die Bindungsangst. Echtes Beispiel aus einer narzisstischen Beziehung. Der narzisstische Partner mit dem unsicher vermeidenden Bindungsstil vermisst den Partner sehr stark, bringt seine Sehnsucht aber kaum zum Ausdruck und er reagiert auch sehr cool beim nächsten Wiedersehen. Und diese aufgestaute Sehnsucht entlädt sich dann aber in einer übergroßen Nähe. Und nachdem diese Nähe und Intimität verbal, emotional und körperlich stattgefunden hat, dreht sich der vermeidende Partner ganz schnell
weg. Das heißt, er ist gerade noch in großer Verschmelzung mit der Partnerin, mit dem Partner und dann schreckt er hoch, lässt sich nicht weiter fallen, lässt sich nicht weiter auf Entspannung ein und dreht sich ruckartig von dem Partner, von der Partnerin weg. Dreht den Rücken zu, rückt weg ans äußerste Ende vom Bett oder steht auf und verlässt den Raum und lässt den Partner, der noch im Nachklang ist, mit seinen Gefühlen allein zurück. Das ist sehr, sehr schmerzhaft für den Partner, für die Partnerin. Es gibt auch noch weitere Deaktivierungsstrategien, um die Nähe außer Kraft zu setzen. Das kann sein, Streit vom Zaun brechen, plötzlich behaupten, er hätte noch was ganz Dringendes vor und die Begegnung beenden, schlagartig. Nach der Begegnung wird sich nicht richtig herzlich verabschiedet. Er ist im Prinzip wie auf der Flucht. Sein Bindungssystem ist aktiviert und sagt ihm, ich will weg, Gefahr. Ein unsicher vermeidender Narzisst hat zu seiner Partnerin gesagt, ich kann mit dir nicht tiefer gehen. Ablehnend vermeidende Bindungstypen fahren mit dir emotionale Achterbahn. Aus großer Nähe wird ganz schlagartig große Distanz. Diese Distanz können sie so viel länger aushalten als der normale Mensch, als der sicher gebundene und sowieso viel länger aushalten als der verlustängstliche Bindungstyp. Er wird den Kontakt zwischen euch, das ist on-off, selbst wenn es jetzt keine On-Off-Beziehung ist, in dem Sinne, dass Schluss gemacht wird. Er wird auf jeden Fall stundenlang, tagelang, manche sogar wochenlang auf Abstand gehen. Es ist für den Partner nicht erkennbar, wie lange dieser Abstand sein wird. Das ist das Unsichere daran und das macht einen regelrecht hilflos. Der Partner wird in die Position der hilflosen Person gedrückt, die überhaupt gar keine Kontrolle und Steuerung hat, wann man sich wieder sieht. Der Meister über Nähe und Distanz ist der vermeidende Narzisst. Er sichert sich die alleinige Kontrolle über die Beziehung. Nun zum ambivalenten Bindungstyp. Der unsicher Ambivalente ist der klassische Verlustängstler. Er hat keine Verlustangst verdrängt, sondern er erlebt diese Verlustangst. Diese kann sehr schnell getriggert werden. Unsicher Ambivalente sind sehr, sehr anhänglich und brauchen übermäßig viel Nähe. Sie reagieren irritiert bei solchen Übergängen wie Guten Nacht sagen oder wenn man morgens sich verabschiedet und zur Arbeit geht. Sie finden oft kein Ende beim sich verabschieden. Da wird sich 10-mal verabschiedet, bis sie endlich den Absprung schaffen, obwohl sie ja wissen, dass sie dich wiedersehen. Da ist das innere Kind so geprägt, dass es ja noch nicht wusste, wann die Bezugsperson wiederkommt. Kinder haben noch kein Gefühl und Begriff von Zeit. Und von daher wird der unsicher Ambivalente sich immer so verhalten, als wenn ihr euch für eine Ewigkeit verabschieden würdet. Auch als Erwachsener noch greift dieses Muster. Sein aktiviertes Bindungssystem signalisiert bei Abschied und Distanz oder wenn du mal nicht so aufmerksam bist, sofort Verlustgefahr. Darum reagieren solche Narzissten mit diesem verlustängstlichen Bindungsstil sehr irritiert, wenn du deine Aufmerksamkeit auf was anderes richtest. Echtes Beispiel, in einer Beziehung mit einem verlustängstlichen Narzissten reicht es schon aus, dir ein YouTube-Video auf deinem Handy anzugucken und ihn dann nicht einzubeziehen. Und da ist der gesamte Abend gelaufen. Der wird dir misstraut, was du da geguckt hast, warum du das nicht mit ihm geguckt hast, weswegen du nicht ganz bei der Sache warst, nicht bei ihm warst. Das wird eine ganz große Szene. Die unsicher Ambivalenten sind auch die, die dich schnellstmöglich sichern wollen, unter Dach und Fach bringen wollen. Die schlagen ein Zusammenziehen vor, drängen dir ihren Schlüssel auf, sagen dann solche Sachen wie mein Zuhause ist dein Zuhause und wollen dich eben ganz schnell sichern. Das würde einem Narzissten mit einem unsicher vermeidenden Bindungsstil gar nicht einfallen. Der hält dich ganz lange auf Casual, der will nicht mit dir zusammenziehen, der will sich eigentlich überhaupt nicht binden. Der steht nicht zu dir, der ablehnend Vermeidende hat dich nicht mit auf Social Media, er hält sich alle Optionen offen, er wird den Status Single lassen, ja, ist der ewige Single, um auch noch andere Beziehungen anfangen zu können. Die haben meistens multiple Beziehungen, die sind nicht treu. Ein unsicher vermeidender Narzisst hat einmal gesagt, der eine feste Freundin hatte, sogar verlobt war, solange wir nicht verheiratet sind, bin ich frei wie ein Vogel.
in seiner WG Bescheid gesagt, wenn er hier mit einer Frau kommt, dann haben die das seiner Partnerin nicht zu verraten. Er kann machen, was er will. Er ist frei. Als frei wie ein Vogel hat sich auch ein anderer Vermeidender bezeichnet. So nach dem Motto, wenn die Partnerin, der Baum symbolisch, ihm zu unruhig ist oder ihn irgendwie festhalten will, dann fliegt er schnell weg zu einem anderen Baum. Diese innere Haltung in einer festen Beziehung ist signifikant für den ablehnend vermeidenden Bindungsstil. Der ambivalente Bindungsstil ist viel partnerbezogener. Diese Narzissten lassen sich auf eine monogame Beziehung ein. Sie wirken zunächst loyal, ihre Ängstlichkeit, die wird gezeigt und wird auch benutzt und eingesetzt, um dich zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Vulnerable Narzissten haben meistens den ängstlich ambivalenten Bindungsstil. Ich möchte hier nur der Vollständigkeit halber anmerken, dass es noch einen weiteren Bindungsstil gibt, und zwar den ängstlich vermeidenden. Bloß der ist im Narzissmus nicht relevant. Das sind Menschen, die sich komplett aus sozialen Kontexten zurückgezogen haben, die einzeln leben, die sehr scheu sind. Und das kann sich ein Narzisst gar nicht leisten, denn er braucht unbedingt Kontakte, weil er keinen Tag ohne Zufuhr existieren und auch nicht ohne eine Shared Fantasy leben kann. Ein Narzisst könnte niemals allein auf einer Insel leben und glücklich sein. Der ängstlich Vermeidende wäre allein auf der Insel sehr, sehr glücklich, also Robinson Crusoe-Typ oder scheue Elfe. Ein Inseltyp ist auch der ablehnend Vermeidende, der kann auch eine ganze Weile mit sich allein und wird sich da frei und autonom fühlen. Er ist ein Autonomietyp, aber will eben doch Beziehung und er will das irgendwie, dieses Paradox unter einen Hut bringen. Im Push-and-Pull-Bereich, im Extremfall on und off. Der ablehnend vermeidende Typ hat Angst vor Vereinnahmung. Der unsicher ambivalente hat Angst vor Verlassenwerden und wird dich vereinnahmen. Der ambivalente Narzisst, der ist eine ganz schöne Klette. Er wird jeden freien Moment mit dir verbringen wollen, endlose Gespräche am Telefon, er setzt keine Grenzen, der will eine grenzenlose Symbiose mit dir. Ein ambivalenter Narzisst hat mal zu mir gesagt, er würde am liebsten mit der Partnerin nicht nur im gleichen Anorak herumlaufen, sondern im selben. Man müsste also einen großen Anorak nähen, da würden die dann beide zusammen drin laufen und ich fand das so lustig. Aber das war so sein Grundgefühl. Diese Art Narzisst saugt dich völlig auf. Die wollen permanent Nähe, haben einen Riesenhunger nach Intimität und werden nie satt. Was ist da mit einer Raupe nimmersatt zu tun? Die sind auch schwer beleidigt und treten auch mal ein Silent Treatment los, wenn du eben mal einen Abend müde bist. Und der ist da sehr verstimmt. Der braucht das als ständige Rückversicherung, dass du verfügbar bist für ihn. Ein Nein verunsichert diesen Narzisst sehr. Solche Narzissten sind auch selbst verlassen worden. Manchmal waren die mit einem grandiosen Narzissten zusammen. Da kenne ich ein Lebensbeispiel. Der grandiose Narzisst hat ihn wirklich eine riesen narzisstische Kränkung verpasst, weil er sich für andere Partner mehr interessiert hat als für den ängstlich ambivalenten, vulnerablen Narzissten. Die sind also irgendwie in Beziehung auf jeden Fall schon verletzt worden und kommen dann, wie so ein verletztes Tier in die Beziehung und du musst die eigentlich aufpäppeln, du musst ihnen sehr viel Sicherheit geben. Also wenn die Narzissten die 4 S brauchen, Services, Sex, Sicherheit und Supply, dann ist bei den unsicher Ambivalenten die Sicherheit ganz, ganz groß geschrieben, aber auch der Sex, weil der dient als Bindemittel. Sie brauchen eben permanent diese körperliche Verbindung und Absicherung. Das Lebensbeispiel, das ich kenne, der hat seine Partnerin so sehr vereinnahmt, dass es im Prinzip kein Ende nahm, wenn die zusammen Zeit verbracht haben. Nach 5 Stunden Gespräch kam dann noch 3 Stunden Liebeszeit. Selbst wenn es da morgens um 3 war, war dieser Narzisst angepisst, wenn eben dann die Partnerin gesagt hat, ich bin jetzt müde, wir haben schon so lange geredet, ich bin einfach K.O., ich möchte schlafen. Ja, das kann doch nicht wahr sein.
sein und hat dann die Schuld ihr zugeschoben. Wieso mussten wir so lange über deine Themen reden? Jetzt haben wir gar keine Paarzeit mehr und du liebst mich ja gar nicht richtig und wenn du mich lieben würdest, dann. Und dann war nichts mit Grenzen setzen. Viel Spaß. Das bringt viel, viel Stress. Ein ängstlich Ambivalenter wird da ganz viel Vorwürfe machen, wenn man Grenzen setzt. Da ist auch Türen zumachen nicht erwünscht, ja eigentlich nicht erlaubt. Dieser Narzisst hat seiner Partnerin verboten, die Badtür zuzumachen. Also es war eine ständige Verfügbarkeit, der wollte auch alles zusammen machen. Es ist dann dieser Frau echt zu viel geworden und sie hat auch eine gewisse Abneigung entwickelt, weil der eben tatsächlich alles, was eigentlich jeder Mensch für sich allein machen sollte, zusammen machen wollte und auch immer reingekommen ist. Genauso distanzlos war der zu seinen Kindern, die waren schon Teenager und haben immer wieder gesagt, sie wollen Privatsphäre, die Tochter wollte sich allein umziehen und er hat das nie respektiert. Der ist immer reingegangen, wenn seine 13-jährige Tochter sich umgezogen hat. Also ich fand dieses grenzüberschreitende Verhalten, was mir da die Freundin berichtet hat, schon ziemlich krass. Der Sohn durfte sich mit 14 Jahren nicht außer Sichtweite des Vaters begeben. Da gab es ein Riesentheater in der Öffentlichkeit. Der durfte nicht vorausgehen oder ein bisschen sein eigenes Ding machen. Narzissten, ganz besonders die ängstlich Ambivalenten, die binden ihre Kinder übers gegebene Alter hinaus. Die wollen die Kinder im Kleinkindstatus behalten, um die weiter unter Kontrolle zu haben. Ja, solche Narzissten. Während ängstlich Ambivalente die Symbiose mit der Mutter ganz vordergründig nachholen wollen, wird ein unsicher Vermeidender höhnisch sagen, ja, hey, ich bin nicht deine Mama. Oder sagen, hey, was sind das eigentlich für Man-Babys? Ich glaub's ja nicht. Also diesen ablehnend vermeidenden Narzissten ist dieses Mutterthema nicht so bewusst, dass die Symbiose, die Verschmelzung ganz kurze Zeit auch nachholen wollen. Aber sie machen den Partner nicht so sehr zu ihrer Mutterfigur. Auf gewisse Weise schon, weil die Mutter war ja distanziert. Also fällt dir gar nicht so auf, dass du letztendlich auch psychisch gesehen eine Mutterfigur bist. Diese Narzissten werden auch nicht die sexuelle Beziehung runterfahren, weil wie bei anderen Narzissten, die spüren diese Mutterrolle und das Sexuelle, das geht nicht zusammen. Deswegen wird meistens Intimität und Sex aus narzisstischen Beziehungen mit der Zeit entfernt. Nicht so bei den ängstlich Ambivalenten. Die werden förmlich in den Partner reinkriechen wollen und mit dem Partner eins sein, wie eben kleine Babys. Zurück an den Mutterleib. Die ängstlich Ambivalenten sind nicht alle treu. Vordergründig sieht es so aus. Nur noch für diese Partnerin leben, nur noch von ihr reden in der Idealisierungsphase. Die drehen sich komplett um die Partnerin, die sind total auf sie fokussiert. Aber mit der Zeit werden die ihre Unsicherheit auch damit kompensieren, dass sie sich auch noch andere Quellen generieren. Und wenn das online ist, also viele ambivalente Narzissten gehen nicht direkt fremd, da sind die auch manchmal wirklich zu ängstlich zu, aber sie haben online einen Haufen Kontakte bis hin zu Sexprofilen, denen sie folgen auf Instagram. Besagter Narzisst in Real Life, der ambivalent Unsichere, der Anhängliche, der hatte 1790 Sexprofile, denen er auf Instagram gefolgt ist. Er hat mit diesen Frauen noch interagiert. Er war auch weiterhin auf Datingportalen aktiv und hat sich da sein Supply geholt. Hat dann auch seine Partnerin unter Druck gesetzt, er wäre ja so gefragt und wenn sie nicht für ihn die perfekte Partnerin ist, dann gibt es da sicherlich noch eine andere Frau, die ein viel besseres, passenderes Mindset hat. Damit wollte er die Partnerin zwingen, sich ihm völlig anzupassen und unterzuordnen. Solche Narzissten wollen auch, dass alles gleich ist. Die werden dein Zwilling erstmal, um dich in die Beziehung zu locken, dich zu binden, aber später verlangen sie, dass du alles so wie sie machst und so wie sie bist. Alles so siehst wie sie, alles so empfindest wie sie. Die nehmen dem Partner übel, wenn er irgendwas anderes empfunden oder wahrgenommen hat. Ängstlich ambivalente Narzissten behandeln dich, als würdest du fremdgehen. Also in dem Moment, wo du schon mit anderen Leuten sprichst in seinem oder ihrem Beisein und die Aufmerksamkeit gerade nicht ihm schenkst oder ihr, dann wird schon so getan, als hättest du Verrat begangen. Da gibt es dann Silent Treatment oder lange Tribunalgespräche, wo du angeklagt wirst. Da ist egal, was du sagst, der Narzisst, die Narzisstin hat da bereits ihr Urteil gefällt.
Der ängstlich ambivalente Narzisst ist die Krake. Und der unsicher Vermeidende, das ist der freie Vogel, der Albatros, der allein am Himmel segelt und dich auf Abstand hält. Noch verschärfter ist ein Narzisst mit dem unsicher desorganisierten Bindungsstil. Da habe ich auch ein Beispiel aus dem echten Leben für euch. Die Partnerin dieses Narzissten kam völlig aufgelöst zu mir. Die war fix und fertig mit der Welt. Dieser junge Mann hat extreme Verhaltensweisen gezeigt. Einmal sehr intensive Emotionalität und Körperlichkeit. Sowas hatte sie noch nie erlebt. Ein sehr großer Einklang und Anziehungskraft zwischen den beiden. Der Narzisst hatte sich so mit ihr synchronisiert, so mit ihr geschwungen, um sie in seine Shared Fantasy reinzuholen. Dass ihre Freunde gesagt haben, ihr habt so eine unglaubliche Verbindung, das merkt man richtig, ihr seid euch so ähnlich. Das ist, als wärt ihr zusammen aufgewachsen. Wenn die beiden sich nah waren, ist er daraufhin tagelang verschwunden. Als sie dann zusammen gewohnt haben, nachts nicht nach Hause gekommen, ohne Anruf, wo er ist. Sie ist ständig in Angst gewesen, dass ihm was passiert ist. Als sie dann völlig verzweifelt nach Kontakt gesucht hat, hat er ihr gesagt, ich werde das hassen. Wenn ich mich nicht melde, dann will ich nicht mit dir irgendwas zu tun haben. Als junge Frau daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung zu einer Freundin gezogen ist, war er völlig verzweifelt und hat sich so weit betrunken, dass er mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus in die Erste Hilfe eingeliefert wurde. Da griff jetzt seine extreme Verlustangst. Immer dann, wenn er sie wieder sicher hatte, war sie wieder mit seinem Hass konfrontiert. Er konnte dann extrem entwertend werden oder auf extreme Distanz gehen. Er hatte auch mehrere Freundinnen gleichzeitig, damit ihn eben nicht eine für sich allein haben konnte und ihn vereinnahmen konnte. Er hatte eine extreme Angst vor dem Verlust seiner Freiheit und Autonomie. Das ist so wie beim ablehnend Vermeidenden, aber nochmal potenziert, in Extremen. Er hat gemixte Botschaften gesendet, das hat die junge Frau völlig destabilisiert. Mal ich liebe dich, mal ich hasse dich. Das war einfach unklar. Er war auch extrem eifersüchtig, als in der Disco eine Gruppe aus Jugendlichen mit ein paar Jungs dabei sich ihr genähert haben und sie so zum Mittanzen animiert haben, gab es einen ganzen Abend Wutanfall und Eifersuchtsszene. Sie hat riesige Angst gehabt, dass das in Gewalt umschlägt. Also die sind emotional sehr instabil und dysreguliert. Das kann in Gewalt umschlagen. Der hat sogar seine ganze Clique gegen sie aufgebracht, was sie für eine untreue Freundin ist, obwohl er die ganze Zeit permanent fremdgegangen ist. So eine Kleinigkeit mit ein paar anderen Leuten tanzen hat ihn so aufgeregt. Es war richtig in Rage und hat sie überall schlecht gemacht. Und da sieht man auch nochmal die doppelten Standards. Außerdem hat er sie ständig getestet. Dieser Bindungstyp ist derjenige mit den größten Trust-Issues, können nicht vertrauen. Und darum hat er sie in eine verwirrende Situation nach der anderen gebracht. Zum Beispiel ist er mit ihr zusammen, die war erst 18 Jahre alt, in ein Hammam gegangen, da war sie noch nie. Und hat dann zu ihr gesagt, ja, du hast doch immer Rückenschmerzen, möchtest du vielleicht eine Massage? Hier wird Massage angeboten. Dann hat sie in dem Hammam erst gemerkt, als der Masseur kam mit Eimer und Schrubbürste, dass das ein Ganzkörper-Einschäumen ist und ein Ganzkörper-Peeling abschrubben und nicht nur eine Rückenmassage. Das hat sie überhaupt nicht gewusst. Und er hat sich etwas abseits gesetzt, das Szenario beobachtet. Sie hat mir erzählt, der Masseur, so ein Riesenkerl, wie so ein Riesen-Eunuch in so einem Harem, fing sie dann an einzuseifen und sie wollte von dem nicht angetatscht werden und hat sich da gewehrt und hat gesagt, das wollte ich nicht, das habe ich nicht gebucht und doch, das haben sie gebucht und ja, aber mir hat keiner gesagt, wie das ist und er hat ihr nicht geholfen. Sie musste sich aus der Situation alleine befreien und das Schlimmste war, nach dem Hammam-Besuch hat er ihr den ganzen Abend Vorwürfe gemacht, was sie für eine ist. Sie hat sich ja von dem Masseur anfassen lassen und das hat sie ja so gewollt und das hat sie ja extra bestellt und er hat sie gefragt und sie würde ja auf ihren Körper gar nicht achten und sie ist nicht loyal und das ging wirklich, bis sie völlig aufgelöst war. Erst viel später hat er dann zu ihr gesagt, ich habe das extra gemacht, um dich zu prüfen. Und nur um die Beziehung fortsetzen zu können und um sie etwas zu beruhigen, hat er gesagt, naja, du warst ja noch nie da. Aber er hat sich nicht einmal entschuldigt.
Dieser Bindungstyp kann dahin schmelzende Liebesbriefe schreiben und kann aber auch knallvoll die Beziehung beenden und den Partner fallen lassen. Die junge Frau hat mir erzählt, dass der Freund sie an den Flughafen gebracht hat und sich ohne sich zu verabschieden umgedreht hat und sie hat dort einfach stehen lassen. Er hat sich daraufhin mehrere Monate nicht gemeldet und zu Weihnachten kam dann mit seiner Schrift auf dem Kuvert eine Karte und sie hat sich riesig gefreut und macht es auf und dann war das zwar eine Neujahrskarte, aber kein einziges Wort stand da drin. Solche Narzissten machen so leere Geschenke, die richtig wehtun. Ja, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich bin gespannt. Ein unsicher Desorganisierter entwertet sehr stark. Da bist du einen Tag wunderschön und den anderen Tag ist gar nichts schön an dir. Er gibt dir das Gefühl, dass er sich unter den schönsten Frauen eine aussuchen könnte und du total froh sein kannst, dass er überhaupt mit dir zusammen sein will. Und einen anderen Tag wieder wirst du wie eine Königin behandelt. Die verschwinden ganz plötzlich oder streiten die ganze Nacht. Das hat mir auch ein Mann erzählt, der eine Desorganisierte zur Partnerin hatte. Und von ihm weiß ich auch, was dabei noch eine Rolle spielt. Das sind nicht nur Narzissten, das sind meistens auch Borderliner. Borderline-Narzissten sind desorganisiert, die haben extreme Verlustangst, aber entwerten den Partner auch so extrem, dass sie ihn eigentlich verlieren müssen und das geht immer hin und her. Erkennungszeichen, dass bei denen Euphorie und Zuneigung und Abwertung und Hass ganz kurz aufeinander folgen. In Abgrenzung dazu wird ein unsicher Vermeidender eher ganz glatt sein, also ein Gentleman. Die benehmen sich eher so ein bisschen distanziert und kühl und sind nicht so nahbar. Aber beim Desorganisierten rasselst du von totaler Nähe in Fallen gelassen werden. Im Vergleich dazu sind ängstlich ambivalente Beziehungstypen mit narzisstischer Persönlichkeit sehr fürsorglich. Die sagen dann, ja, ich tue alles für dich und bringen dich aber in diese Schuldfalle, weil sie ja so viel für dich getan haben angeblich, bist du ihnen jetzt ständig was schuldig und musst alles für sie tun. Sie tun so, als wenn sie dir ergeben sind, weil sie damit eine völlige Ergebenheit von dir einfordern. Wenn du dir wagen solltest, unabhängig zu bleiben, dann werden die sehr ungemütlich. Dann kommen Vorwürfe wie lange soll ich denn noch warten, bis das endlich mal wird mit uns? Das ist ja eine einseitige Beziehung, obwohl du tust sehr viel für den Narzissten und er wird das alles unter den Tisch fallen lassen, wenn du nicht diese Ergebenheit zeigst und wird Stein und Bein behaupten, es ist eine einseitige Beziehung, ich tue alles für dich und du bist so egoistisch. Das ist gar keine richtige Beziehung. Und da sieht man, dass so eine Protestwut für ängstlich Ambivalente kennzeichnend ist. Der ängstlich ambivalente Narzisst ist die Krake, der Oktopus, ja, der dich mit seinen vielen langen Armen umschlingt und der Desorganisierte, der ist Ebbe und Flut und auch großes Unwetter und großes Hochwasser, an dem du ertrinkst. Ich kenne auch ein paar Kindheitsinformationen von den jeweiligen Narzissten. Der Vermeidende hatte eine vereinnahmende Mutter, eine maligne Narzisstin, die extrem über ihn bestimmt hat, die dominant war, die tyrannisch war, die seine Grenzen überschritten hat. Und er hat gelernt, ich bin nur sicher, wenn ich mich von der Frau abgrenze, wenn ich mich von der Frau distanziere. Nähe zu einer Frau ist gefährlich. Ich wünsche mir zwar Nähe zu einer Frau, aber ich muss da ganz doll auf mich aufpassen. Der verlustängstliche, ängstlich ambivalente, der hatte eine sehr harte Mutter, eine sehr strenge Mutter, die ihm zu wenig Nähe gegeben hat. Er musste hauptsächlich für sie den kleinen Diener spielen, also auch sehr unterwürfig sein. Er hat sehr viel Services erbracht. Das war eine sehr harte, narzisstische Mutter, grandios narzisstisch. Und die hat ihn, als er noch recht klein war, also mit 5 Jahren, zur Großmutter aufs Land gegeben. Dort hat er auch schon sehr viel auf dem Bauernhof und in der Landwirtschaft mithelfen müssen, eigentlich mehr als so ein Kinderkörper verkraften kann. Er hat dann immer erzählt, ja, das war aber auch gut, da bin ich stark geworden, da bin ich fleißig geworden. Also er hat das auch immer in sein Narrativ eingebaut, dass er ganz toll ist. Aber man hat gesehen, dass er vor sich selbst verleugnet und es völlig verdrängt, dass er eben weggegeben wurde, komplett vernachlässigt wurde. Die Mutter hat ihn in den Ferien dort gelassen, so als wenn sie sich in ein paar Wochen wiedersehen und hat ihn da mehrere Jahre gelassen.
und auch nicht besucht. Also hier gibt es einen großen Verlust in der frühen Kindheit, einen Bindungsbruch und daher eben auch das klammernde Verhalten. So ein Narzisst ist halt ständig bedürftig. Da musst du wirklich die Mama spielen und den nachbemuttern, was man aber eigentlich gar nicht will, aber er manipuliert einen da rein. Der Narzisst mit dem desorganisierten Bindungsstil hatte die extremste Kindheit. Er hatte hochstrittige Eltern, die hatten Auseinandersetzungen, die auch immer in körperlicher Gewalt eskaliert sind. Er hat seiner Freundin erzählt, dass er schon als kleiner Junge gesehen hat, wie die Eltern sich gegenseitig geschlagen haben, wie sogar die Mutter mit dem Küchenmesser auf den Vater los ist. Und zur Versöhnung hatten die Eltern dann aber auch immer gleich anschließend Sex. Auch das musste der Junge miterleben. Darum waren für ihn Erfahrungen von Schock, Trauma, Schmerz, Angst mit Sexualität verbunden. Das heißt, er hat also bei Intimität immer Angst bekommen und hatte dann immer diesen Fluchtimpuls, sich in Sicherheit zu bringen. Er hatte teilweise regelrecht Angst vor der Partnerin. Das kam vor, dass sie eben nachts beide auf Toilette wollten und sich dann da auf dem Weg zum Badezimmer begegnet sind. Er hat sich furchtbar erschrocken, hat ihr Vorwürfe gemacht, dass sie ihm Angst eingejagt hat und hat ihr die Schuld gegeben, obwohl das ja eigentlich nur so eine zufällige Begegnung war. Ja, der war richtig paranoid. Narzissten haben generell einen schizoiden Kern, aber das ist doch recht verborgen. Beim desorganisierten Bindungsstil ist das Schizoide im Vordergrund. Ich liebe dich, ich hasse dich. Und diese extreme Distanz zu suchen. Eine Anmerkung am Schluss. Alles, was ich hier berichtet habe, sind Menschen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil plus dem jeweiligen Bindungsstil. Ich habe nicht von reinen Bindungsängstern gesprochen. Beziehungen mit ihnen sind auch schwierig, aber bindungsängstliche Menschen sind nicht manipulativ, nutzen ihre Partner nicht aus und benötigen kein Supply. Zum Beispiel der ängstlich Ambivalente, wenn der nur ängstlich ist ohne Narzissmus, dann traut er sich nicht, seinen Partner zu stressen, weil die suchen nicht Stress und Streit, aber der Narzisst braucht das ist für den Negativ-Supply und da ist seine Bindungsangst wie weggeblasen, der mutet dem Partner so viel Torturen zu, das würde sich ein verlustängstlicher Mensch nicht im Ansatz wagen. Sollten sich aus meinem Vortrag Fragen auftun, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Mich würde sehr interessieren, mit welcher Art Narzisst ihr zusammen wart. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Erlebnisse ihr da hattet und was euch jetzt als signifikant auffällt, wo ich das mal für euch zur Orientierung etwas strukturiert habe. Falls dieses Thema für euch auffühlend war, dann tut euch jetzt was Gutes, atmet durch, nehmt ein schönes Bad oder geht an die frische Luft und holt euch ins Hier und Jetzt. Es ist auch legitim, sich nach so einem intensiven Thema abzulenken. Das ist keine Verdrängung, eine Lieblingsbeschäftigung, ein toller Film und jetzt wirklich in was anderes auch emotional einsteigen. Ja, dann kommt ihr schneller davon weg. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Erfahrungen. Wenn dir das Video und meine Arbeit gefällt, dann abonniere doch meinen Kanal und lass mir auch ein Like da, wenn du magst. Mit mehr Abonnenten kann dieser junge Kanal weiter wachsen und noch mehr Betroffene werden davon erfahren. Vielen lieben Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.